Vor etwa 8000 Jahren, in den mittleren Regionen des alten Anatoliens, auf den trockenen Hügeln dieser Landschaft, saß ein Mensch am Rand einer Siedlung und behaute Stücke aus schwarzem, vulkanischem Glas. Das war keine außergewöhnliche Beschäftigung. In dieser Siedlung wurde jeden Tag Obsidian bearbeitet. Es wurden Messer, Pfeilspitzen und Werkzeuge für die Jagd und den Ackerbau hergestellt. Aber dieses eine Stück war anders. Es war etwas größer als gewöhnlich und während es behauen und poliert wurde, wurde seine Oberfläche nicht schärfer, sondern glatter. Irgendwann, vielleicht während einer Pause, vielleicht rein zufällig, hob dieser Mensch das polierte Glasstück hoch und hielt es vor sein Gesicht. Und in diesem sehr kurzen Moment geschah etwas, das nie zuvor bewusst erlebt worden war. Ein Gesicht blickte ihn an. Kein Gott, kein Geist und ganz sicher kein Tierbild an einer Höhlenwand. Sein eigenes Gesicht. Niemand hatte sich hingesetzt und gedacht, ich werde eine Oberfläche schaffen, die das Licht so gleichmäßig reflektiert, dass ein Bild entsteht. Es war ein Nebenprodukt der Obsidianbearbeitung, ein Zufall, entstanden aus Geduld, Reibung und der besonderen physikalischen Eigenschaft des vulkanischen Glases beim Brechen nahezu atomar glatte Oberflächen zu bilden. Aber dieser Zufall veränderte etwas Tieferes als jede andere Erfindung jener Zeit. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit konnte ein Mensch sich selbst sehen, ohne auf die Oberfläche eines ruhigen Gewässers angewiesen zu sein. Archäologen haben in Çatalhöyük, einer der bekanntesten frühesten großen Siedlungen der Menschheit, mehrere solcher polierten Obsidianspiegel gefunden, die auf etwa 6000 vor Christus datiert werden. Sie waren klein, die meisten nicht größer als eine Handfläche, sorgfältig behauen und poliert, meist leicht konvex geformt. Und diese Spiegel wurden nicht in Abfallgruben gefunden. Sie wurden in Gräbern gefunden. Neben Frauen, sorgfältig platziert, manchmal zusammen mit Schmuck und Farbpigmenten. Dies ist der erste Hinweis darauf, dass der Spiegel von Anfang an mehr war als nur ein praktischer Gegenstand. Es war etwas, das man mit ins Leben nach dem Tod nahm. Man stelle sich vor, wie fremd diese Erfahrung gewesen sein muss. Tausende von Generationen lang kannten Menschen ihr eigenes Gesicht nur als eine Vorstellung, als etwas, das andere sahen, das man selbst aber nie direkt erblicken konnte. Die Menschen kannten die Gesichter ihrer Familie, ihrer Gemeinschaft, aber das eigene Gesicht blieb ein Rätsel, bestenfalls erahnbar im unscharfen Spiegelbild einer stillen Wasserlache. Und plötzlich, dank eines polierten Steinstücks, wurde dieses Rätsel greifbar. Diese durch Zufall entstandene kleine Erfindung sollte schließlich jede darauffolgende Zivilisation begleiten, jede Religion tiefgreifend beeinflussen, jede Kunstform prägen und letztlich verändern, wie Menschen über sich selbst dachten. Von Anatolien aus verbreitete sich die Idee des polierten Spiegels allmählich über den gesamten Nahen Osten. In Mesopotamien, wo die ersten großen Stadtkulturen der Menschheit entstanden, begannen die Menschen nicht nur Obsidian, sondern auch Metall zu polieren. Kupfer, das reichlich in den Bergen der Region vorkam, konnte geschmolzen und zu dünnen, flachen Platten gegossen werden. Ein Kupferspiegel war heller, klarer und langlebiger als ein Stück vulkanisches Glas, auch wenn er mit der Zeit anlief und regelmäßig poliert werden musste. Aus dieser einfachen Entwicklung entstand ein ganzer Handwerkszweig. Metallhandwerker in Städten wie Ur und Uruk begannen Spiegel als eigenständige Objekte herzustellen, meist verziert mit Griffen aus Elfenbein oder Holz. Doch nirgendwo im antiken Nahen Osten wurde der Spiegel so ernst genommen wie im alten Ägypten. Und genau hier wird die Geschichte wirklich faszinierend. Ägyptische Handwerker verwandelten die Kunst des Metallpolierens in eine wahre Präzisionsarbeit. Sie fertigten Spiegel aus poliertem Kupfer und später aus Bronze, meist in Form einer Sonnenscheibe, was kein Zufall war. Im Ägyptischen war das Wort für Spiegel eng mit dem Ankh, dem Symbol des Lebens selbst, verbunden. Der Spiegel war nicht nur ein Pflegewerkzeug. Er war ein Objekt von spiritueller Bedeutung, verbunden mit der Sonne, der Wiedergeburt und dem Kreislauf von Leben und Tod. Als Archäologen das Grab von Ka, einem hochrangigen Beamten aus dem 14. Jahrhundert vor Christus, und seiner Frau Merit öffneten, fanden sie darin einen fein gearbeiteten Bronzespiegel mit einem Griff in Form einer Papyrusblüte, sorgfältig in Leinentuch gehüllt. Dass er sich dort befand, war kein Zufall.
Die Ägypter glaubten, dass man auch im Jenseits einen Körper besitzen würde, um den man sich kümmern musste, und ein Spiegel gehörte, ebenso wie Make-up, Öle und Schmuck, zur täglichen Routine eines hochrangigen Menschen. Wandmalereien in ägyptischen Gräbern zeigen Frauen, die sich vor Spiegeln Kajal auftragen, ihr Haar ordnen und ihr Gesicht betrachten, begleitet von Dienerinnen, die ihnen dabei helfen. Man kann fast greifbar spüren, wie selbstverständlich der Spiegel zu einem Teil des Alltagslebens geworden war. Mehr als 3000 Jahre, bevor in Europa auch nur die geringste Vorstellung von Glasherstellung existierte. Jede Gesellschaft, die den Spiegel für sich entdeckte, verband ihn sofort mit etwas, das weit über seine bloße Funktion hinausging. Der Spiegel war nie nur ein Werkzeug. Von Anfang an war er ein Symbol der Selbsterkenntnis, der Identität, der Frage, wer man wirklich ist, wenn man sich selbst gegenübersteht. Zur gleichen Zeit entstand in China, völlig unabhängig von den Entwicklungen im Nahen Osten, eine eigene Spiegeltradition. Bronzespiegel aus der Zeit um 2000 vor Christus wurden in China auf der Rückseite mit prächtigen Mustern verziert, meist kosmologischen Symbolen, Drachen oder Inschriften, die Wohlstand und langes Leben symbolisierten. Für sie war das, was sie im Spiegel sahen, nicht bloß eine Oberfläche. Zumindest glaubte das jede Gesellschaft, die mit dem Spiegel in Berührung kam. Als die griechische Zivilisation ihr goldenes Zeitalter erreichte, war der Spiegel längst kein seltenes Ritualobjekt mehr, sondern Teil des Alltagslebens. Doch die Griechen fügten noch etwas hinzu. Sie machten den Spiegel zu einem philosophischen Thema. Was man sah, wenn man in den Spiegel blickte, war für sie keine leichtfertige Frage, sondern eine der grundlegendsten, die das Wesen der Wahrnehmung berührte. Die bekannteste bis heute überlieferte Geschichte zu dieser Faszination ist die von Narziss. Ihre Wurzeln reichen in die griechische mündliche Tradition zurück, doch überliefert wurde sie uns durch Ovids Metamorphosen. Ein junger Mann von außergewöhnlicher Schönheit weist jede Liebe zurück, bis er eines Tages sein eigenes Spiegelbild in einem stillen Wasserbecken erblickt. Er verliebt sich so sehr in dieses Bild, dass er den Blick nicht mehr davon abwenden kann. Langsam verhungert er dort, unfähig zu akzeptieren, dass das, was er liebte, in Wirklichkeit gar nicht existierte. Das ist keine gewöhnliche Unterhaltungsgeschichte. Es ist eine der ältesten Warnungen vor der Gefahr des Hochmuts, der Selbstbezogenheit, des Sich-Verlierens im eigenen Spiegelbild zu einer Zeit, als es Begriffe wie Selbstwahrnehmung oder Selbstbewusstsein noch gar nicht gab. Griechische Philosophen übertrugen dieses Symbol in ihr eigenes Denken. Der Überlieferung nach ermutigte Sokrates junge Männer dazu, in den Spiegel zu schauen, nicht aus Eitelkeit, sondern als Übung der Selbsterkenntnis. Wer schön war, sollte dieser Schönheit durch sein Verhalten gerecht werden. Wer nicht schön war, sollte das, was die Natur versagt hatte, durch Weisheit ausgleichen. Für sie war das, was sie im Spiegel sahen, nicht bloß eine Oberfläche. Zumindest glaubte das jede Gesellschaft, die mit dem Spiegel in Berührung kam. Auch in der Praxis erreichte die griechische Spiegelherstellung eine neue Präzision. Bronzespiegel aus dem 5. und 4. Jahrhundert vor Christus, die von Korinth bis Athen aus Gräbern geborgen wurden, belegen dies. Die Griechen entwickelten eine Art Klappspiegel, eine polierte Bronzescheibe, verbunden mit einem verzierten Deckel, der die Oberfläche bei Nichtgebrauch vor Kratzern und Anlaufen schützte. Manche dieser Deckel waren so kunstvoll gearbeitet, dass mythologische Szenen, Tiere und Pflanzenmotive in sie eingraviert waren. Der Spiegel war nun nicht mehr nur ein nützlicher Gegenstand. Er war ein Kunstwerk, das erzählte, wer sein Besitzer war. Frauen wohlhabender Haushalte besaßen meist mehrere Spiegel. Einen kleinen Handspiegel, der in die Tasche passte, wenn sie ausgingen, und einen großen Standspiegel für zu Hause. Es gab sogar Handwerker, die sich ausschließlich mit der Herstellung und Reparatur von Spiegeln beschäftigten. Werkstätten in Städten wie Korinth waren für ihre Polierqualität so bekannt, dass Menschen extra dorthin reisten, um sich einen Spiegel zu kaufen. Dann kam Rom. Griechenland hatte den Spiegel zu einem Gegenstand des Nachdenkens gemacht. Rom machte ihn zu etwas, das jeder besaß. Sie übernahmen die griechische Bronzetechnik, verbesserten sie und begannen dann mit etwas völlig anderem zu experimentieren, mit Glas. Bereits im 1. Jahrhundert schrieb der römische Naturforscher Plinius der Ältere in seiner Naturalis Historia, dass in Sidon an der Küste des heutigen Libanon Glasspiegel hergestellt wurden, einem der bedeutenden Glaszentren jener Zeit.
Die Technik war noch grob. Eine dünne Glasscheibe wurde von hinten mit geschmolzenem Blei oder Zinn beschichtet, wodurch eine trübe und leicht verzerrte Oberfläche entstand. Die Bildqualität konnte mit einem gut polierten Bronzespiegel nicht einmal ansatzweise mithalten. Aber die Idee war revolutionär. Glas konnte in Formen gegossen werden, die für Metall nie möglich gewesen wären. Und mit zunehmender Reife der Technik wurde es weit günstiger als Metall. Die Römer skalierten und verbreiteten den Spiegel, so wie sie es mit jeder Technologie taten, die sie von anderen Kulturen übernahmen, von den Wüsten Nordafrikas bis zu den nebligen Küsten Britanniens. Legionäre, Händler und Verwalter trugen den Spiegel überall hin, wo sie hinkamen. Handwerker in den Provinzen verbanden römische Techniken mit ihren eigenen Materialien und eröffneten eigene Werkstätten. Bronze, Silber und sogar frühe Glasspiegel, die in römischen Siedlungen von Gallien bis in die Region des heutigen Anatoliens gefunden wurden, viele davon sogar mit Herstellerstempel, zeigen, wie organisiert diese Produktion war. Auch in Rom war der Spiegel ein Statussymbol, aber die Römer trieben es auf die Spitze. Die Reichen benutzten Spiegel aus Silber, manchmal aus vergoldetem Silber. Ein einfacher Mensch begnügte sich mit einem Spiegel aus Bronze oder frühem Glas. Am Material des Spiegels, den jemand in der Hand hielt, konnte man dessen sozialen Status erkennen. Wohlhabende römische Frauen ließen sich von Dienerinnen den sogenannten Ornatrices, Haare und Make-up richten. Eine stundenlange Routine, bei der mehrere Spiegel zum Einsatz kamen und die fast den Charakter eines Rituals annahm. Derselbe Ovid, der den Narziss-Mythos schrieb, verfasste auch in einem Werk über Kosmetikratschläge zur Verwendung des Spiegels in der täglichen Schönheitspflege. So tief hatte sich der Spiegel in das römische Leben eingeschrieben. Doch nicht alle waren davon begeistert. Philosophen wie Seneca warnten davor, sich zu sehr an sein eigenes Spiegelbild zu hängen und wiederholten damit fast wortgleich die alte griechische Sorge vor Hochmut. Aber wie so vieles, was Rom erbaut hatte, fand auch dieses goldene Zeitalter ein Ende. Als das Weströmische Reich im 5. Jahrhundert zusammenbrach, zerfielen die Handelswege, die Glaswerkstätten schlossen und das über Jahrhunderte angesammelte technische Wissen ging mit ihnen verloren. Oder so schien es. Die Städte schrumpften, Handwerksbetriebe schlossen und Europa trat in eine Zeit ein, die Historiker manchmal als Rückzugsperiode bezeichnen. Man könnte meinen, dass mit dem Ende Roms auch die feine Spiegelkunst für immer begraben wurde. Aber das war sie nicht. Sie war nur verborgen, an einem einzigen, unerwarteten Ort jahrhundertelang den Blicken entzogen. Die Spiegelkunst verschwand eine Zeit lang aus dem Blickfeld, um dann in einer Lagune wiedergeboren zu werden. An der nordöstlichen Küste Italiens, vor Venedig gelegen, die kleine Insel Murano. Im Jahr 1291 fasste der Rat von Venedig einen Beschluss. Alle Glasöfen der Stadt sollten nach Murano verlegt werden. Der offizielle Grund war Brandgefahr und dieser Grund war durchaus berechtigt. Inmitten des dicht bebauten, von Holzhäusern geprägten Venedigs stellten ständig brennende Öfen eine echte Gefahr dar. Doch diese Verlegung sperrte die Glasmeister auch auf einer einzigen Insel ein. Es war nun viel leichter, sie unter Kontrolle zu halten und ihr Wissen zu isolieren. Und genau das tat die venezianische Regierung. Den Meistern von Murano wurde bei schweren Strafen verboten, die Insel ohne Erlaubnis zu verlassen. Sie durften ihre Techniken nicht mit Außenstehenden teilen. Wer versuchte, sein Wissen nach draußen zu tragen, riskierte eine Verhaftung, in manchen Fällen sogar sein Leben. Im Gegenzug erhielten sie bedeutende Privilegien. Sie durften ein Schwert tragen, ein Recht, das gewöhnlichen Bürgern verwehrt war. Ihre Töchter durften venezianische Adlige heiraten, was in einer streng hierarchischen Stadt als großer gesellschaftlicher Aufstieg galt. Sie waren die privilegiertesten Handwerker Europas, doch zugleich auf ihrer eigenen Insel gefangen. Im 16. Jahrhundert kamen diese Isolation und das über Generationen weitergegebene Wissen zusammen und brachten etwas Bahnbrechendes hervor. Die Meister von Murano entwickelten ein außergewöhnlich klares, fast farbloses Glas und nannten es Cristallo. Dieses neue Glas war vollständig frei von den grünlichen, bläulichen Verunreinigungen, die alte Gläser trüb gemacht hatten. Wenn die Rückseite einer Glasscheibe mit einer Zinn-Quecksilber-Legierung bestrichen wurde, entstand eine Schärfe, die selbst den bestpolierten Bronze- oder Silberspiegel übertraf. Der venezianische Spiegel bot nun kein trübes, leicht verzerrtes Spiegelbild mehr. Er zeigte das Gesicht eines Menschen so, wie andere es sahen, farbig, detailreich, mit einer fast fotografischen Schärfe.
Jede Falte, jede Wimper war nun sichtbar. Es fällt schwer, sich vorzustellen, was ein Mensch des 16. Jahrhunderts empfand, der sein Leben lang nur trübe, matte Spiegelbilder gesehen hatte, als er dies zum ersten Mal erblickte. Venedig erkannte sofort den Wert dieser Erfindung und machte daraus ein globales Monopol. Venezianische Spiegel wurden zu einem Luxusgut, das in königlichen Palästen von London bis Warschau verkauft wurde. Ihr Preis übertraf mitunter sogar den eines berühmten Gemäldes. Ein großer venezianischer Spiegel konnte manchmal den Preis eines Segelschiffs übersteigen. Einen venezianischen Spiegel zu besitzen, war für den europäischen Adel vielleicht das sichtbarste Statussymbol überhaupt. Schließlich hing er an der Wand, für jeden Gast sichtbar. Derjenige, der sich diesen Status am meisten wünschte, war König Ludwig XIV. Von Frankreich. Der Sonnenkönig plante in den 1670er Jahren ehrgeizig, den Palast von Versailles in ein Denkmal französischer Macht zu verwandeln. Im Herzen des Projekts sollte eine große Galerie stehen. Auf der einen Seite sollten 17 Fenster zum Garten hinliegen, ihnen gegenüber 17 riesige Spiegel. So sollte sich das aus dem Garten einfallende Licht im Inneren des Schlosses unendlich vervielfachen. Aber es gab ein Problem. Frankreich verfügte über keine Glasindustrie, die solch große, hochwertige Spiegel herstellen konnte. Alle großen Spiegel Europas kamen aus Venedig, und Venedig hatte gute Gründe, seinem größten Konkurrenten nicht zu helfen. Ludwigs Finanzminister Jean-Baptiste Colbert war ein ebenso weitsichtiger wie rücksichtsloser Mann. Er entschied, dass Frankreich diese Abhängigkeit nicht hinnehmen müsse. Daraufhin begann eine der frühesten dokumentierten Industriespionageoperationen der europäischen Geschichte. Colbert bot mehreren venezianischen Glasmeistern Geld, geheime Reisepapiere und den Schutz der Krone an. Im Gegenzug verlangte er lediglich, dass die Meister heimlich nach Frankreich auswandern und ihr Wissen weitergeben sollten. Trotz des Risikos, dem ihre in Venedig zurückbleibenden Familien ausgesetzt waren, ließen sich einige Meister überzeugen und flohen aus dem Land. Als die venezianische Regierung von diesem Verrat erfuhr, reagierte sie hart. Es wird berichtet, dass Agenten entsandt wurden, um die geflohenen Meister zu beschatten und dass mindestens einer von ihnen unter verdächtigen Umständen vergiftet wurde. Aber Frankreich erreichte sein Ziel, das steht fest. Colbert gründete 1665 eine staatliche Manufaktur, die Manufacture Royale de Glace de Miroir. Diese Fabrik war mit gestohlenem venezianischem Wissen ausgestattet. Innerhalb weniger Jahre begann Frankreich, eigene Spiegel in venezianischer Qualität herzustellen. 1684 wurde der Spiegelsaal von Versailles fertiggestellt. Er war nun nicht mehr mit venezianischen, sondern mit französischen Spiegeln ausgestattet. Es war eine unmissverständliche Botschaft an ganz Europa. Frankreich hatte das venezianische Monopol gebrochen. Der Spiegelsaal wurde in den folgenden Jahrhunderten zum Schauplatz bedeutender Momente der europäischen Geschichte. Dort fanden diplomatische Empfänge statt und dort wurde der Vertrag unterzeichnet, der den Ersten Weltkrieg beendete. Und all das hatte damit begonnen, dass ein König sich selbst so groß und klar wie möglich sehen wollte. Das venezianische Monopol war gebrochen. Der Spiegel wurde allmählich zu etwas, das immer mehr Haushalte besitzen konnten. Doch der eigentliche Durchbruch, der den Spiegel wirklich zum einfachen Menschen bringen sollte, kam anderthalb Jahrhunderte später von einem deutschen Chemiker. Der Mann, der den Spiegel aus den königlichen Palästen holte und in jeden Haushalt Europas brachte, war Justus von Liebig. Er lehrte an der Universität Gießen und war einer der bedeutendsten Chemiker seiner Zeit. Seine Forschung galt eigentlich ganz anderen Themen, der organischen Chemie, der Agrarwissenschaft, der Zusammensetzung von Nährstoffen. Doch 1835 bemerkte er bei der Untersuchung der Oxidation von Alkoholen etwas, das ihn selbst überraschte. Bestimmte organische Verbindungen, sogenannte Aldehyde, konnten Silbersalze chemisch reduzieren. Führte man diese Reaktion auf einer sauberen Glasoberfläche durch, bildete sich auf dem Glas eine dünne, glatte Silberschicht. Liebig hatte eine völlig neue Methode gefunden, um Glas in einen glänzenden Spiegel zu verwandeln. Giftiges Quecksilber war nun nicht mehr nötig, ebenso wenig die mühsame Handarbeit mit Metallfolie oder die gefährlichen Dämpfe der alten venezianischen Technik. Silbernitrat wurde in Ammoniak gelöst, diese Lösung auf eine saubere Glasoberfläche aufgebracht und anschließend Formaldehyddampf ausgesetzt. Innerhalb weniger Minuten bildete sich auf dem Glas eine makellose, gleichmäßig verteilte Silberschicht. Es blieb weder ein giftiges Schwermetall zurück, noch wochenlange Handarbeit.
Es gab nur eine wiederholbare, skalierbare Chemie und anders als jede frühere Methode war sie für die Arbeiter zudem verhältnismäßig sicher. Liebig entwickelte seine Methode in den folgenden Jahren weiter. In Zusammenarbeit mit dem Optiker Carl August von Steinheil setzte er die Technik ab 1856 zur Herstellung präziser Spiegel für astronomische Teleskope ein. Diese Spiegel waren so makellos poliert und beschichtet, dass sie sogar das schwache Licht ferner Sterne einfangen konnten. Dieselbe Technik, die den ersten erschwinglichen Spiegel für den Flur einer Familie ermöglichte, erlaubte es Astronomen so tief in das Universum zu blicken wie nie zuvor. Der Spiegel, der aus dem Wunsch entstanden war, das eigene Gesicht zu sehen, wurde nun genutzt, um Galaxien zu erforschen, die Millionen Lichtjahre entfernt lagen. In den Jahrzehnten nach Liebigs Entdeckung entstanden in ganz Europa und später auch in Nordamerika Fabriken, die sich ausschließlich der Spiegelproduktion widmeten. Deutsche Industriestädte mit einer starken Tradition in Chemie und Glasverarbeitung waren Vorreiter dieses Wandels. Städte wie Fürth in Bayern wurden zu bedeutenden Zentren der Spiegelproduktion im industriellen Maßstab. Der Spiegel, einst ein handgefertigter Luxus von hohem Wert, wurde nun in Fabriken massenhaft hergestellt und in Möbelgeschäften und Kaufhäusern als gewöhnlicher Gegenstand verkauft. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts besaß fast jeder Mittelschichtshaushalt in Westeuropa mindestens einen Spiegel. 3 Jahrhunderte zuvor war dies etwas gewesen, das ausschließlich Königen und dem höchsten Adel vorbehalten war. Die vielleicht überraschendste Wendung der Geschichte kam fast genau 1 Jahrhundert nach Liebigs Entdeckung. Jedoch nicht in einem Palast oder einer Fabrik, sondern in einem psychologischen Labor. In den 1970er Jahren entwickelte der amerikanische Psychologe Gordon Gallup einen Test, der heute als eines der einflussreichsten Experimente der Bewusstseinsforschung gilt: den Spiegel-Selbsterkennungstest. Man markierte ein Tier mit einem geruchlosen Farbfleck an einer Stelle, die es nur im Spiegel sehen konnte, ohne dass es dies bemerkte. Dann beobachtete man, wie das Tier reagierte, wenn es sich selbst betrachtete. Versuchte es, den Fleck am eigenen Körper zu berühren, bedeutete dies, dass es verstanden hatte, dass das Bild im Spiegel es selbst war. Schimpansen bestanden diesen Test. Elefanten, Delfine und sogar einige Elsternarten zeigten ebenfalls Anzeichen von Selbsterkennung. Letzteres überrascht Forscher bis heute. Die meisten anderen Tiere hingegen reagierten auf ihr Spiegelbild, als handle es sich um ein fremdes Wesen. Manche zeigten Neugier, manche griffen an, die meisten blieben völlig gleichgültig. Studien an menschlichen Kleinkindern zeigten, dass die Fähigkeit zur Selbsterkennung im Spiegel in der Regel zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat auftritt. Ein Moment, den Entwicklungspsychologen heute als einen Meilenstein des Selbstbewusstseins betrachten. Das polierte Obsidianstück, das vor 8000 Jahren durch Zufall von einem anatolischen Handwerker geschaffen wurde, war schließlich zu einem wissenschaftlichen Instrument geworden, das die Grenze zwischen bloßer Wahrnehmung und echtem Selbstbewusstsein aufzeigt. Diese tiefe Bedeutung ist auch heute nicht verloren gegangen, sie hat nur ihre Form gewandelt. Intelligente Spiegel mit Bildschirm, Sensoren und künstlicher Intelligenz analysieren heute den Hautzustand, messen den Puls und blenden Wetter oder Nachrichten direkt in das Spiegelbild ein. In der Weltraumforschung bilden ultrapräzise Spiegel aus Beryllium oder Glaskeramik das Herzstück moderner Weltraumteleskope und fangen Bilder von Galaxien ein, die Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Sie sind die direkten Nachfahren der Steinheil-Teleskopspiegel aus dem 19. Jahrhundert. Unterdessen bleibt ein gewöhnlicher Badezimmerspiegel für Milliarden von Menschen jeden Morgen der erste Ort, an dem sie sich selbst begegnen. Doch was erzählt uns die Geschichte des Spiegels wirklich? Wir wissen nun, wie er erfunden wurde, ein poliertes Stück vulkanisches Glas in der Hand eines Menschen, der wahrscheinlich nie begriff, was er damit in Gang gesetzt hatte. Was man sich eigentlich fragen sollte, ist, warum dieser Zufall den Menschen nie wieder losgelassen hat. Warum verlieh fast jede Kultur, die einen Spiegel besaß, ihm sofort eine Bedeutung durch Mythologie, Philosophie, Religion, Wissenschaft? Vielleicht liegt die Antwort darin, der Spiegel ist in der Geschichte der Menschheit die einzige Erfindung, deren einziger Zweck darin besteht, uns mit uns selbst zu konfrontieren. Jedes andere Werkzeug hilft uns, die Welt um uns herum zu verändern. Der Spiegel verändert nichts. Er zeigt nur, was ohnehin schon da ist, jeden Tag aufs Neue.
Heute steht in einem Museum in Deutschland ein 8000 Jahre alter Obsidianspiegel hinter einer Glasvitrine. In Versailles spiegeln sich immer noch 17 Fenster in 17 riesigen Wandspiegeln. Und genau in diesem Moment blickt irgendwo auf der Welt ein Kind zum ersten Mal in einen Spiegel und begreift langsam, dass das Gesicht, das es dort sieht, sein eigenes ist. All das reicht zurück bis zu einer kleinen Werkstatt in Anatolien vor 8000 Jahren. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, abonniere den Kanal und schreib mir in die Kommentare, welcher Alltagsgegenstand deiner Meinung nach eine eigene Dokumentation verdient hätte.